Heute geht es mal wieder um ein ölbasiertes Clay und zwar um das Harden Clay von Rarecraft. Viel Spaß dabei! Ich begrüße euch auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max. Ich bin wie gewohnt in unserem Showroom. Ihr kennt ihn bestimmt alle schon von unseren anderen Videos. Falls nicht, checkt unseren Kanal einfach mal aus. Ich denke mal, ihr werdet hier auf jeden Fall fündig werden. Ich habe es angekündigt. Rarecraft, zurzeit ein relativ großes Thema bei uns. Eine ganz neue Marke bei uns im Sortiment und zwar aus Polen kommen die. Recht großes Sortiment. Ich vor allem habe schon ein Video dazu gemacht. Ein Review habe ich gemacht. Der Andi hat schon ein komplettes Überblicksvideo gemacht. Das findet ihr jetzt hier. Können wir grundsätzlich überhaupt mal, wer sind die, was machen die und warum, wie viele. Ich habe es angekündigt und zwar es ist ein ölbasiertes Clay, was ich mache und zwar ist es das Harden Clay. Ich muss sagen, Verpackung gefällt mir super gut. Es sind wieder die stylischen Glastiegel, die ich generell super gut finde, machen sich in jeder Sammlung perfekt, finde ich. Etikett bin ich Riesenfan von. Ein absoluter Fan. Ich habe gelernt, es soll eine Hommage an Peaky Blinders sein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Serie nie gesehen. Deshalb ist mir das nicht als erstes eingefallen. Mir persönlich ist als allererstes ein Bandshirt von mir eingefallen, als ich das gesehen habe. Dachte mir sofort, okay, passt perfekt zu dem Shirt, das ich habe, muss ich unbedingt testen und muss ich haben. Und ich wurde bei dem Ganzen nicht enttäuscht. Wir haben es hier wieder, ihr seht das wie bei allen anderen Rarecraft-Produkten, die Angabe mit Halt, Volumen, Schein, also Glanz, ist alles angegeben. Also, ölbasiertes Clay, ihr erkennt es wahrscheinlich, eine relativ dunkelgraue, sage ich mal, halt leicht tonerdig farbene Masse. Clay, ganz klar. Clay heißt Tonerde, ist eine Tonerde. Und daher kommt der Name, daher kommt die Farbe und das sorgt am Ende auch dafür, dass die ganzen Produkte, also alle Bentonit oder Kaolin enthaltenen Produkte am Ende im Haar matt werden oder matter werden. Ich kann gleich sagen, angegeben ist der Halt mit 4 von 5. Ich würde tendenziell eher 3,5 sagen. Ich würde sagen, das ist ein richtig schönes Firm Clay. Auch mal wieder was Cooles, weil es in die Richtung nicht ganz so viele ölbasierte Produkte gibt. Gefällt mir so auch schon ganz gut. Ist bei kühleren Temperaturen funktioniert die bei mir auch ganz gut. Oder aber als Pre-Styler kann ich das auch super hervorragend hernehmen und dann am besten am Ende noch ein bisschen was mit Glanz oben drüber. Finde ich genial. Der Duft? Ja, es ist wie bei allen Rarecraft-Produkten. Der Andi hat es in seinem Video auch schon gesagt, es ist ein bombastischer Duft. Ich persönlich, ich fahre ihn brutal. Es gibt was leicht aquatisch-frisches. Es ist vor allem eine leichte Grapefruit-Note drin. Ihr wisst es, ich bin ein Fan von zitrischen, so süßlichen Düften, liebe ich über alles. Und zudem, was jetzt im Tiegel noch nicht so ganz rauskommt, auch hier ist ein bisschen Sichuan-Pfeffer mit drinnen. Merkt ihr dann beim Verreiben und auf dem Kopf, merkt ihr noch diese leichte, etwas, ich nenne es jetzt bewusst feurige Note. Super ungewohnt, aber richtig, richtig stark. Macht einfach Spaß. Ist ein rundum toller Duft. So, meine Haare sind frei vom Produkt. Ich habe extra noch mal eine Ladung Wasser rein, dass sie leicht feucht sind. Dann funktioniert das Einarbeiten bei mir einfach deutlich leichter. Die Entnahme ist, es ist ein ölbasiertes Produkt mit ein bisschen festerem Halt. Dementsprechend braucht es ein wenig Druck. Aber das ist halt so. Also, das weiß man einfach. So, einmal nur mit dem Finger drüber, ganz homogene Masse. Ihr seht, es ist schön grau, so wie ich es ja gesagt hatte. So, Breakdown. Der ist dann nämlich erstaunlicherweise dafür, dass man doch etwas mehr Druck braucht beim Rausnehmen aus dem Tiegel, relativ smooth. Also tatsächlich klar, ihr braucht natürlich, weil es ein festeres, vor allem auf Bienenwachs basierendes Produkt ist, braucht ihr ein bisschen Druck, ganz klar. Aber an sich ist das schon relativ easy. Es gibt ganz, ganz minimale Rückstände, merkt ihr im Haar dann aber später nicht. Einarbeiten ist dann auch dementsprechend einfach. Hin und her und sowieso. Dazu haben wir auch schon einen Haufen Videos gemacht. Wie gesagt, schaut euch auf dem Kanal um, falls ihr neu seid. Ihr werdet auf jeden Fall fündig werden.
Da bin ich mir zu 100% sicher. So, was ich auch jetzt schon zu dem Hardened Clay sagen kann. Das ist, ich habe gesagt, ein, ich sag mal, Firm Hold Oil-based, ölbasiertes Clay, das aber durch, behaupte ich jetzt, ohne das natürlich genau zu wissen, durch die enthaltene Tonerde, durch das Clay, abgesehen davon, dass es das Produkt matter macht am Ende, was ja der Sinn des Ganzen ist, macht es das Ganze auch ein wenig trockener und ich würde sagen ganz, ganz leicht crispy, also ganz leicht knusprig in Anführungsstrichen. Ihr merkt, dass ihr hier keine ganz klassische ölbasierte Pomade auf dem Kopf habt. Das merkt ihr dann beim Nachkämmen. Das funktioniert immer noch wunderbar. Am allerbesten natürlich, wie ich so oft sage, mit einem leicht feuchten Kamm. Das geht dann super gut, aber ihr werdet merken, dass das schon noch mal ein bisschen mehr anzieht und dann eben auch ganz leicht trocken wird, was ja an sich auch der Plan ist bei solchen Produkten, bei so matten Produkten. Ihr werdet aber kein stumpf mattes Finish am Ende haben, sondern ein natürlich, also matt ist nie natürlich in den Haaren. Glanz ist natürlich. Aber ein, wie man es heutzutage nennt, natürliches Finish. Natürlich mattes Finish. Genau, so, ihr habt es gesehen. Einarbeiten relativ einfach. Vielleicht waren meine Haare noch einen Ticken zu trocken, aber das kriege ich jetzt trotzdem hin. Geht ganz gut. Ich kann mir auch jetzt schon die Haare hochziehen. Absolut. Ja, steht überall. Perfekt. So, Hände kurz frotieren. Und dann geht es auch schon ans Kämmen. Ich benutze diesmal den großen von Hercules Sägemann, den großen Kamm. Wie immer nehme ich erstmal die grobe Seite, kämme damit erstmal die Haare komplett nach hinten. Das dient zum einen, eventuell noch lose Haare rauszuziehen und zum anderen verteilt es das Produkt auch nochmal komplett in den Haaren. Gut, dann nehme ich die feinere Seite. Selbes Spiel. Ja, und ich meine, da habe ich jetzt keine Probleme. Jeder, der vor allem Firmprodukte auf Bienenwachsbasis kennt, der weiß genau, wie sich das Ganze jetzt anfühlt. Ihr seht es geht im Grunde durch wie Butter, super smooth, alles entspannt, total einfach durchzukämmen. So, klar, die einen Härchen oder so fallen jetzt noch weg, aber das ist wurscht, weil ich mache ja noch weiter. Jetzt nehme ich wieder die grobe Seite. Ich kämme mir hier, wo ich mir gleich den Scheitel ziehe, mit der groben Seite extra nochmal lang. So, also grobe Seite nach hinten, dass ich hier die gröberen Linien habe, um mir meine Scheitellinie zu ziehen. Die suche ich jetzt kurz. Mal hier und dann drehe ich mich mal um. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich nehme mir mein Deckhaar quasi so nach oben und ziehe mir die seitlichen Haare einfach erstmal runter zur Seite. Dann nehme ich wieder die gröbere Seite, ziehe mir erstmal einfach alles ganz grob rüber, um halt den Scheitel gleich schön definiert zu haben. So, genau. Bisschen Ordnung. Wie gesagt, das ist am Anfang immer alles erstmal grobes Styling und danach geht es ans Feintuning, an die Feinarbeit. Dafür nehme ich jetzt dann den Griffkamm mit etwas engeren Zinken. Es gibt auch einen mit weiteren Zinken. Kann super cool ausschauen, funktioniert aber bei meinen Haaren nicht, weil die zu dicht, zu wild sind. Dann habe ich am Ende irgendwie lauter ganz komisch rausstehende Haare und das funktioniert leider nicht. Also das funktioniert 5 Minuten, schaut wahnsinnig toll aus, aber danach schaut es alles andere als toll aus und das ist dann ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Genau, jetzt ziehe ich mir dann hier einfach nur ein bisschen nach oben, ein bisschen Volumen. Ist auch das Ding, mit so einem Produkt könnt ihr jetzt dann auch verschiedene Looks, sage ich mal, kreieren. Je nachdem, wie ihr gerade drauf seid, wie viel Lust ihr habt. Entweder ihr macht das jetzt so wie ich in das etwas feuchte Haar oder ins tatsächlich noch feuchtere Haar, dann könnt ihr einen sehr, sehr präzisen Look hinbekommen. Absolut präzise. Da könnt ihr dann richtig Feintuning und wie auch immer ihr lustig seid, könnt ihr arbeiten. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach ein bisschen trockeneres Haar einarbeiten und dann einen lockereren Style könnt ihr damit erreichen. Gerade wenn ihr das Produkt dann noch einföhnt
und dann einfach nur ganz grob mit der Bürste oder mit einem groben Kamm einfach nur mal durchgehen, dann habt ihr halt auch, ihr bekommt tolles Volumen, man sieht, dass ihr Produkt in den Haaren habt, also dass ihr gewollt euch eine Frisur gemacht habt, aber es ist jetzt nicht, ich sage mal, es wirkt nicht zu klebrig oder zu geschleckt in Anführungsstrichen. Genau, also funktioniert mit dem tatsächlich alles wunderbar. Und da ist, ich bin einfach ein Riesenfan von diesem Produkt. Ich mag das so unheimlich gerne. Deshalb, ich habe halt die Befürchtung, dass ich mir ein bisschen zu sehr ins Schwärmen komme, aber das ist mir um ehrlich zu sein auch ein bisschen wurscht. Der Andi hatte mich jetzt kurz unterbrochen, darauf hingewiesen, einen Vergleich zu einem anderen Produkt. Ja, und jetzt stehe ich ein bisschen im Wald, muss ich zugeben. Ich würde am allerersten noch sagen, dass man das Harden Clay mit der King Brown Matte Pomade vergleichen kann. So ungefähr von der Verarbeitung, vom Handling her. Allerdings nicht mal ansatzweise vom Duft. Und der Halt bei der Harden ist auch deutlich besser. Also ihr habt deutlich mehr Halt. Er ist natürlich nicht besser, wenn ihr wenig Halt braucht. Logisch. Genau, also das wäre so im Entferntesten das einzige Produkt, mit dem ich das so auf Anhieb vergleichen könnte. Viel andere fallen mir tatsächlich jetzt gerade bei uns im Portfolio nicht ein. Und das kommt tatsächlich auch nicht so oft vor. Danke für den Einwand, Andi. So, genau, also ich bin jetzt hier, ich kämme jetzt einfach noch so ein bisschen vor mich hin. Das ist ja im Grunde wurscht, da muss ich euch nicht zwingend daran teilhaben lassen. Woran ich euch noch gerne teilhaben lassen möchte, ist das Finish, von dem ich geredet habe. Dafür komme ich jetzt mal richtig nah an die Kamera. Es ist im Grunde, wie ich es gesagt habe, es ist ein natürlich mattes Finish. Es ist jetzt nicht zu stumpf, zu strohig, sondern einfach quasi kein Glanz da. So würde ich das Finish tatsächlich am ehesten beschreiben. Bleibt auch den ganzen Tag so. Nachkämmen habe ich gesagt, wie ihr es halt, zumindest wie ich das am ehesten immer empfehle, mit einem leicht feuchten Kamm. Geht am besten natürlich, wenn ihr die lockeren Styles habt, die Fingerstyles, dann ist es easy going. Super einfach. Dann müsst ihr euch da einfach mal durchwuscheln und fertig aus. Auswaschen ist ein ölbasiertes Produkt, ein bisschen komplizierter, aber jetzt tatsächlich auch nicht sonderlich wild. Was ich noch besonders cool finde, auch hier ist ein bisschen Shea Butter. Ja, doch, richtig. Habe doch noch genug aufgepasst. Genau, ja, Shea Butter ist nämlich zum Teil noch mit drinnen und die, finde ich, verhält sich im Haar immer ganz cool und ist vor allem nochmal super pflegend. Abgesehen davon, dass ja die ölbasierten Produkte in der Regel alle sehr, sehr pflegend für Kopf, Haut und Haare sind, ist so ein bisschen Shea Butter mit drin, auch nochmal so ein bisschen so quasi die Praline obendrauf. Also ich glaube, ich habe alles dazu gesagt zu diesem Produkt. Ich bin ein Riesenfan. Es würde mich freuen, wenn ihr mich mal wissen lasst, was ihr denn so generell von der Rarecraft Produktlinie haltet, sofern ihr schon was getestet habt. Falls nicht, kann ich euch ohne zu lügen jedes Produkt ans Herz legen. Wirklich jedes Produkt. Schaut es euch an. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, euer Max.